Hallo Freunde, guten Morgen. Wir sind heute Morgen ganz früh bei Zeiten aufgestanden, um nach Holland zu fahren. Sind jetzt auf dem Boot und werden jetzt gleich ablegen, weil wir um 10 wollen wir an der ersten Schleuse sein. Da fangen die an zu schleusen, damit wir das bis nach Heerenveen heute alles noch schaffen, weil wir haben ja nur so und so viele Stunden Zeit, ne? Also das ist ja, in der heutigen Zeit darf man ja nicht so lange in Holland bleiben. So, wir sind abfahrtbereit gleich. Alles ist vorbereitet. Gleich gehen die Leinen los. Wir nehmen heute alle Leinen mit. Alles, was hier rumliegt, wird mitgenommen, damit es nicht über den Winter vergammelt. Ja. Wir haben das Glück, dass heute windstill ist, sodass wir halt ganz normal übers Eiselmeer fahren können. Ein bisschen Speed geben. Der Jürgen will noch mal ausprobieren, wie schnell das Boot nun wirklich ist. Und ja, also besseres Wetter kann man sich gar nicht wünschen zum Ablegen und zum Winterlager zu fahren. Ansonsten ist der Hafen sehr ruhig. Und man merkt, die Saison geht zu Ende. Um 9 Uhr und wir haben abgelegt und fahren jetzt in Richtung Schleuse. Dafür brauchen wir ungefähr eine Stunde. Ja, es ist 20:09. Wir sind auf dem Weg zu unserem Winterlager nach Heerenveen. Das sind 103 Kilometer, die wir heute zurücklegen müssen. Davon können wir 38 Kilometer schnell fahren. Im Moment haben wir keinen Wind. Das lässt auch hoffen, dass wir auf dem Eiselmeer auch keinen Wind haben. Die Voraussagen sind zumindest sehr gut. Und die ausgerechnete Fahrzeit ist so 5,5 bis 6 Stunden plus Brücke und Schleuse. Wir haben 2 Brücken und 3 Schleusen hinter uns zu bringen. Die erste ist die Rewe-Schlüß, die gleich kommt, die um 10 aufmacht. Wir wollen gegen 10 da sein und hoffen, dass es dann zügig vorwärts geht. Bei Regen fahren wir gerade durch die Elburger Brücke. Wir hoffen, dass der Regen auch wieder nachlässt. Das ist heute Premiere, dass wir das erste Mal durch diese neue Schleuse fahren. Das ist die Rewe-Schleuse. Und wir haben auch direkt Glück, dass schon rot-grün ist. Wir kommen pünktlich 10 Uhr hier an und 10 Uhr fängt die Schleuse an zu arbeiten. Und wie immer beim Schleusen, es regnet. What else? Jetzt haben wir grün, so die ersten 2 Boote fahren ein. Jürgen muss jetzt etwas langsamer fahren. Wir stehen drin in der Rewe-Schlüß. Es regnet mal wieder. Oder leider immer, wenn wir in der Schleuse sind. 2 Boote standen schon davor, sodass es pünktlich vor unsere Seite aufgeht. 2 sind noch hinter uns gewesen, sodass wir jetzt mit 5 Booten zur nächsten Roggebootsschlüß kommen. Und ich denke, dieses Tor geht gleich auf, das läuft super. Dahinter liegen noch die anderen. So eine unerwartet lange Schleusung, ohne dass wirklich viel passiert ist. Ja, jetzt sind wir durch die Schleuse. Wir fahren auf die nächste Schleuse zu. Es ist hier alles noch Baustelle. Da vorne ist dann schon wieder die Roggebootsschleuse. Der Regen hat nachgelassen und die Sonne versucht langsam rauszukommen. Ja. Also die Brücke war gerade offen. Es scheint also ein Segler von der anderen Seite in die Schleuse eingefahren zu sein. Und wenn die dann rausgefahren sind, können wir dann rein. Also diesmal läuft es wie am Schnürchen. Wir sind hier angekommen und was wird? Grün. Wir können direkt reinfahren. Dann klappt das auch mit unserem Zeitplan, wenn das alles so schön läuft. Ja, das nächste Ziel ist dann erstmal übers Eiselmeer zu düsen. Die letzte Fahrt in diesem Jahr. Und wir hoffen, dass wir im Frühjahr wieder fahren dürfen. Dass Corona nicht nächstes Jahr immer noch so furchtbar haust. So, in der Roggebootsschlüß stehen wir auch schon mal.
Das sollte jetzt recht schnell gehen und dann haben wir keine Schleuse und keine Brücke mehr bis Lemmer. Das wäre auch geschafft und jetzt haben wir freie Fahrt. Ging heute wieder rasend schnell und ohne Probleme. Und ihr seht, es wird auch langsam etwas blau am Himmel. Ja. Steht der Sache nichts im Wege, dass wir bei Schönwetter übers Eiselmeer fahren können. Wir sind zwar kein Fischkutter, aber die Möwen fliegen uns hinterher. Wahrscheinlich sind ja viele Fische. Oder die denken, wir schmeißen Fische über Bord. So, nach überstandener Schleusefahrt gibt es erstmal Frühstück. Und jetzt fahren wir noch 2 Kilometer oder so. Und dann können wir dann anfangen schnell zu fahren. Und dann sind wir so in einer Stunde oder so dann in Lemmer. So, der zweite Kühlschrank taut jetzt ab. Den Fernseher haben wir vorsorglich nach unten gestellt, wenn wir nachher schnell fahren. Das wäre total blöd, wenn er hier oben, der steht ja normalerweise hier oben drauf, wenn er hier so in die Küche fallen würde. Spiegelglatt ist es, spiegelglatt. Und ab da vorne, noch ein Stückchen hin, da wo ungefähr das Berufsschiff ist, ab da können wir dann schnell fahren. Die Sonne kommt jetzt auch raus. Wir sind jetzt aus dem Kettelmeer, wir haben jetzt 11:30, können jetzt Gas geben und werden so mit Marschfahrt 40 km/h ungefähr Richtung Lemmer fahren. Ich hoffe, die Technik hält, dann dürfen wir in einer Stunde in Lemmer sein. Na, dann gib mal Gas. Knoten sind wir gerade. Und das ist unsere Marschfahrt. 41,7 und 23 Knoten. Die Windräder stehen still. Kein Wind, kein Strom. Wir haben hier so eine Doppelplane. Also direkt hinter dem Sitz haben wir hier noch so ein Ding einbauen lassen, damit es ein bisschen wärmer ist halt im Winter bei der Überführung jetzt. Ja, wir haben jetzt noch ungefähr eine Viertelstunde bis Lemmer. Und jetzt geben wir noch mal kurz Gas, Vollgas und schauen mal, welche Endgeschwindigkeit wir jetzt erreichen. Knoten. Entspricht genau 52,7 km/h. Die Hebel liegen auf dem Tisch. Ich hatte gedacht, eigentlich wir schaffen die 30 Knoten jetzt ohne Motor hinten dran, aber hat noch nicht geklappt. Nur Fliegen ist schöner. Ja. Das macht schon was aus, wenn man relativ schnell mal übers Eiselmeer fahren kann und er halt innerhalb von einer Stunde an seinem Ziel ist. Also finde ich gut. 20 nach 12. Wir sind tatsächlich in Lemmer angekommen. Wir haben es in 50 Minuten geschafft. Ich gehe jetzt hier vom Gas und wir fahren jetzt so langsam Richtung Schleusenbereich.
kommt da ein dicker Pott raus. Wahrscheinlich schaffen wir die Schleuse nicht mehr, weil wir haben möglicherweise eine kleine Wartezeit. In Lemmer angekommen, fahren wir jetzt in den Schleusenbereich und haben auch grün und wir hoffen, dass die uns auch wirklich noch mitnehmen. Jetzt muss ich die Fender klar machen, die müssen jetzt hier im Wasser baumeln, weil das hier ganz doof ist an der Schleuse. Wir sind die Letzten in der Schleuse. Hinter uns ging genau das Schleusentor zu. Ich hatte noch ein bisschen Gas gegeben, damit sie uns noch reinlassen und das hat genau geklappt. Die Schleuse ist riesig groß und hier ist reichlich Platz drin. Ein Berufsschiff und sonst ein paar Sportboote. Alles passt. Die Schleuse ist schon auf und das Berufsschiff geht schon raus. Hat ein bisschen Mühe, die Spur zu halten. Aber jetzt klappt's. Und wir haben schönes Wetter, weil wir Engel sind. Jetzt zuckeln wir alle hinter dem Berufsschiff hinterher. So, das war jetzt die Prinz-Margret-Schleuse, die dritte und letzte für heute. So dieses Jahr kann man das sagen. Die Schleuse ist ein bisschen doof, weil die nicht so eine richtigen Schleusenwände hat, sondern nur da unten diese Holzbalken. Und da muss man die Fender halt ins Wasser legen, damit die Bordwand nicht beschädigt wird. Also das ist total blöd. Ja, der Segler muss warten, bis die Brücke geöffnet wird, dann kann der erst loslegen. Hier geht's ab nach Sneek. Wir sind auf dem Prinz-Margret-Kanal, kurz vor Teherne. Der ist relativ langweilig, sind allerdings viele Angler unterwegs. Und wir sind bald in Teherne. Wir haben die Schleuse, die keine ist, vor Teherne erreicht. Und dahinter geht es dann rechts ab, Richtung Herrenveen. Und wir müssen jetzt noch durch die Brücke gleich dann durch. Und dann erwartet uns noch die Eisenbahnbrücke. Der ist hier sehr langsam vor uns, sehr vorsichtig. Um hier durchzufahren, reicht eine Maschine. Weil so langsam wie der ist, sind wir mit 2 Maschinen überfordert. Naja, wir haben ja Zeit. Wir sind gut im Time. 20 nach 2. Durch die Brücke von Teherne müssen wir noch durch. Jürgen funkt die Brücke jetzt erstmal an und mal sehen, ob der uns gleich grün zeigt. Aber manchmal müssen wir hier ein bisschen warten. Teherne hat auch eine Tankstelle, wo man tanken kann. Abwarten und Tee trinken. Die Brücke geht auf und wir können durchfahren. Dann nach dieser Brücke haben wir dann nur noch die Eisenbahnbrücke und dann haben wir unser Ziel für heute geschafft. Die Eisenbahnbrücke liegt jetzt vor uns. Wenn wir die noch passiert haben, dann sind wir auf dem Weg zum Piet. Dann sind wir fast drin. Jetzt muss ich natürlich erstmal noch diesen Knopf drücken, da an diesem kleinen Stick dort vorne. Erstmal gucken, wo da der Knopf ist. So, jetzt versuche ich mal den Knopf zu erreichen. Ich weiß zwar nicht, wo der Knopf ist. Also kleiner geht der Knopf schon gar nicht. Ich habe den Knopf gedrückt. Der ist so klein, der Knopf. Guck, ich kann ja mal gucken. So ein Mini-Knopf. Kleiner geht's nicht. So klein ist der.
Statt die da so ein Basser machen, wo man draufhauen kann, so ein Basser. Nö. Mini-Knopf. So, jetzt müssen wir mal warten, bis was passiert. Da stehen die Schafe. Ah, die Brücke geht schon auf. Boah, das ging ja wieder schnell. Also liebe Holländer, ich kann ja nur ein Lob aussprechen. So ratzfatz schnell geht das hier alles. Also es macht immer wieder Spaß, bei euch Boot zu fahren. Und wir kommen auf jeden Fall nächstes Jahr wieder. Und grün. So, jetzt sind wir durch die letzte Brücke durch. Ja, die Eisenbahnschienen. Einfach genial. Kurz und schmerzlos. Hier auf den Weiden sind massenhaft viele Gänse. Hoffentlich fressen die den Kühen nicht das ganze Grün weg. Ja, das sind jetzt die letzten paar Meter, die wir noch fahren müssen. Dann haben wir es geschafft. Und dann mit dem Auto zurück nach Deutschland. Unsere Reise ins Winterlager geht hier zu Ende. Wir sind jetzt in Heerenveen angekommen, beim Piet. Und schauen mal, wo wir uns hinlegen können. Also, es sieht schon sehr, sehr voll aus hier. Der Kran ist wohl in Betrieb, also sieht jedenfalls so aus. Da dampft was. Oh ja, Piet geht gerade hoch auf den Kran. Na, dann wollen wir noch mal gucken. Hier wieder schön in die Lücke reinpassen. Das ist schon interessant zu sehen, wie hier getrant wird. Jürgen tastet sich langsam ran. Das ist ja Millimeterarbeit, hier reinzukommen. So, Jürgen ist jetzt fast dran. Jetzt darf ich die Leine nicht vergessen mitzunehmen. Das ist lieb von dir, Piet. Danke. Du hast super eingeparkt. So, jetzt bin ich runter. Supi. Wir stehen wunderbar vorm Kran. Und beim Kran, wenn ich mir den Kran so angucke, möchte ich eigentlich nicht dabei sein. Und wir sind froh, dass wir dann schon weg sind. Wir haben 6,5 Stunden Fahrzeit inklusive Schleusen und Brücken. Alles lief perfekt. Ja, hier ist das gute Stück. Damit fahren wir jetzt nach De Klink, holen mein Auto und dann geht es nach Hause. Ja. Das war die Saison 2020. Die Corona-Saison war das. Aber wir hatten echt Glück, dass wir den ganzen Sommer trotzdem Boot fahren konnten. Und da waren wir also wirklich glücklich drüber. Also wir hatten Urlaub, wir konnten fahren, wir waren auf den Inseln. Also wir haben viel erlebt mit dem Boot und es war eine schöne Zeit. Ende zwar ein bisschen hektisch, aber es war trotzdem ein schöner Sommer für uns.